Hi ihr Lieben, ich bin die Jacqueline von MakerMouths und heute will ich euch zeigen, wie ihr ein gerades Stoffteil an eine Rundung näht. MakerMouth Sewing – Nähen mit der Maus. Diese Technik benötigt ihr zum Beispiel für Taschen. Am Beispiel meiner Tragetasche Hirsch zeige ich euch, wie das geht. Steckt euch dafür die zwei geraden Teile rechts auf rechts mit Stecknadeln oder Klammern zusammen und näht sie anschließend hier und hier. Übertragt die Markierung auf das Schnittteil. Das sind 2 Markierungen in der Mitte eurer Tasche und 4 Markierungen am Bodenteil. Die Knipse vom Bodenteil müssen beim Zusammenstecken genau auf die Knipse vom Taschenteil treffen. Die Seitennähte müssen ebenfalls auf die Knipse treffen. Wenn ihr gerade Stellen habt, könnt ihr als nächstes diese feststecken. Wir schneiden jetzt an der Gerade, die an die Rundung gesteckt werden soll, in gleichmäßigen Abständen ein. Und zwar nicht so tief wie eure Nahtzugabe, also zum Beispiel wenn ihr 1 cm Nahtzugabe habt, dann schneidet ihr zum Beispiel 0,7 ein. Ich habe mir dafür die Nahtzugaben eingezeichnet, damit ich nicht zu tief einschneide. Je fester der Stoff, desto kleiner müssen die Abstände zwischen den Schnitten sein. Wie ihr seht, könnt ihr die Gerade durch die Einschnitte auseinanderziehen und so schön an die Rundung stecken. Genauso macht ihr das mit allen Teilen. Habt ihr alles fixiert, nähen wir einmal außen herum. Die Teile werden mit einem Geradstich zusammengenäht. Beim Nähen liegt der Teil mit den Einschnitten oben, so dass ich gegebenenfalls noch nachjustieren kann. Hier an der Rundung lege ich mir den Stoff so zurecht, dass keine Falten und Knicke entstehen. So sieht die fertige Naht aus. Jetzt könnt ihr noch die Nahtzugabe in der Rundung kürzen und sie auseinanderbügeln. Nach dem Wenden könnt ihr auch diese Seite bügeln. So sieht das Ganze gewendet aus, bzw. so, weil der gezeigte Teil das Innenteil meiner Tasche war. Das Schnittmuster der Tasche und weitere Schnittmuster, wie zum Beispiel diese Tasche oder diese, findet ihr auf meiner Webseite. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben und kommentiert das Video. Um keine Nähvideos mehr zu verpassen, abonniert noch schnell meinen Kanal und drückt die kleine Glocke. Tschüss, bis zum nächsten Mal.